6 Uhr morgens, was machen wir jetzt? 6 Uhr morgens, Casa de Oso. Was soll ich euch sagen? Ich habe die Boys früh aus dem Bett geholt. Wir sind hier in Ramiros Zimmer, beziehungsweise, ja, steht jetzt der letzte Tag an. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was abgeht, denn ich habe nur das Gewicht dem Coach durchgegeben, ist konstant geblieben. Es wird wahrscheinlich nach Laden aussehen, sprich wir gehen jetzt rüber in die andere Crib, die ist ja gleich ums Eck. Da werdet ihr dann den letzten Formcheck sehen, den flachsten und entladetsten Urs, nicht für dieses Jahr, aber für diese Saison auf jeden Fall. Und dann kann es sein, dass wir wahrscheinlich direkt ins Gym fetzen, in das Pros Gym, von dem ich euch im letzten Video erzählt habe. Wer das nicht abgecheckt hat, soll es auf jeden Fall tun. Und dann, Freunde, heißt es Carb Up und dann geht schon los, dann gibt es Kohlenhydrate. Dementsprechend gucken wir, was der Tag bringt. Mehr wird euch gleich der Coach erzählen. Ich sitze jetzt einfach rum und warte, bis wir losgehen und bis wir dann mehr wissen. Aber mehr kann ich euch nicht erzählen. Die Nacht habe ich auf jeden Fall beschissen geschlafen, beziehungsweise bin öfters aufgewacht als sonst, weil ich halt gestern auch wieder voll viel gesoffen habe oder musste. Und heute wird das Wasser aber schon wieder ein bisschen gecuttet. Dementsprechend habe ich jetzt nur ein bisschen was gesippt. Die Pappfresse ist auf jeden Fall ordentlich am Start, aber ja, ich freue mich auf den Tag irgendwie. Jetzt geht es so langsam richtig los. Jetzt passiert was und ja, dementsprechend verabschiedet euch von dem völlig zombie-behafteten Urs. Den wird es jetzt einige Wochen nicht mehr zu sehen geben, hoffentlich. Aber ja, so sieht's aus, das ist der Plan. Und dann sehen wir uns gleich drüben. Ihr wisst, 6 Uhr ist auf jeden Fall nicht meine Uhrzeit, Alter. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Weißt du, wie es sich anfühlt damals? Grüße gehen raus. Penthouse Stuttgart. Wenn man morgens aus dem Club rauskommt, nach so einem guten Promillepegel und dann sich denkt, was bin ich für ein letzter Mensch, wenn man so den Walk of Shame morgens nach Hause zur Bahn macht und dann heimfährt um 6. Müllabfuhr kommt vorbei. So sieht's aus, das ist der Vibe hier. Columbus, Ohio, Baby. Alarm ausgeschaltet, wunderschönen guten Morgen. Morgen. Morgen? Bist du fit? Ja. Hier wurde gestern Party gemacht, habe ich gehört. Was wurde gefeiert? Ich kann die Ausschnitte. Wir haben die extra unten entdeckt. Ja. Und dann hat er hergestellt. Ich ging's ab mit Lichteffekten. So ging's bei uns nicht ab. Weißt du, wie bei uns war 21 Uhr, Jungs, ich gepennt. Okay, bis morgen, schlaf gut. Bei uns ist nur der Matze pennen gegangen. Die haben ja bis 4 Uhr heute Morgen haben die hier. Matze weiß, das Wochenende wird anstrengend, deswegen hat er sich ausgeruht. Der weiß, was abgeht. Hier haben wir feinste Ware auch. Gestern habe ich noch von den Protein Pancakes erzählt. Jetzt sind sie am Start. Matze hat den besten Job gemacht und das Ding hier in die USA gekarrt. Fühlt sich kalt und leer an. Soll ich die beim Transit eigentlich einbauen? Kannst du machen. Dann ist nur überraschend, in keiner Sekunde, gell? Du musst erst dann genau wieder die Bilder rum.
Und wie gesagt, wir gehen flüssigkeitsmäßig so wie am ersten Ladetag runter. Wir machen unseren standardmäßigen ersten Ladetag, passen aber natürlich am Bauch auf und müssen wir jetzt sensibel sein, wenn der Bauch sagt, muss man warten. Ja. Weil sonst haben wir einen Overload, den wir nicht mehr reparieren können. Ja. Also jetzt nicht von den Cups, sondern vom Verdauungstrakt. Das ist jetzt interessant, so was passiert, ob der jetzt durchlässt halt oder ob das... Genau, ob er halten oder ob er Schagouche. Ja. Deswegen müssen wir schon jetzt anfangen. Gell? Und ein bisschen auf Risiko machen, das hilft nichts. Ja. Ja. Das war der Formcheck. Jetzt ist mein Kopf auf jeden Fall gesettet und weiß, was abgeht. Es steht der erste Ladetag an, Freunde. Das Gewicht ist konstant geblieben. Alice hat mich nochmal durchs Posing gejagt. Ganz klassisch. Jetzt gehen wir heim, packen kurz die Sachen. Ich koche mir mein erstes Carb Meal für gleich nach dem Training. Und dann geht's ab in das Pros Gym. Einmal Oberkörper durchpumpen auf nüchterne Basis. Sinn dahinter ist einfach den Muskel nochmal komplett leer zu machen. Also er ist schon komplett leer, wenn ihr das gerade gesehen habt. Mega flach, aber so muss es aussehen, um halt eben am Tag X dann so den Peak perfekt zu machen. Und dementsprechend, ja, kloppen wir nochmal alle restlich vorhandenen Glykogene rein und öffnen sozusagen die Zellen für die Kohlenhydrate, die dann reinkommen. Ganz interessant, weil ja, dann könnt ihr euch wie so einen Schwamm vorstellen, der schmeißt du dann was rein und der saugt es in den Muskel rein und dementsprechend, ja, Oberkörper Pump Session, also da echt, keine Ahnung, Rücken 2, 3 Übungen, Brust 2 Übungen und dann Arme jeweils und dann hat sich der Lachs und dementsprechend, ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Aber sind wir on track, oder? Wir sind on track, habt ihr Coach gehört. Wir müssen jetzt mich halt auch voll kriegen und gucken, wie jetzt der Körper reagiert. Es ist immer so ein bisschen ein Spiel, aber Stefan ist ja auch so ein verrückter Professor und hat alles immer genau protokolliert, auch was mein Gewicht jetzt die letzten Wettkämpfe angeht und so. Und heute Morgen war ich bei 100,4, 100,5 und mein Gewicht ist nie so hart nach einem Ladetag gestiegen, dass man jetzt Bange hätte haben müssen, dass ich morgen die Waage dann nicht schaffe. Und da die um 10 Uhr morgens ist, also relativ spät, kann ich mich morgens um 6, 7 wiegen und dann sehe ich, okay, wenn ich noch zu schwer bin, esse ich einfach und trinke einfach nichts bis 10 und dann soll es passen vom Gewicht. Wenn es dann immer noch übelst hoch sein sollte, kann ich dann immer noch früher anfangen mit der Entwässerung. Das wäre dann nicht so gut, aber im Endeffekt ist das jetzt das, was man so abchecken muss. Aber ja, freut euch drauf. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Einblick, so wie es abläuft, Leben eines Wettkampfsportlers. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Weg ins Gym. Nicht wie sonst immer mit Trainingstasche, sondern mit Meal 1 sozusagen. Geht jetzt hier ab ins letzte Training vor dem Wettkampf, Freunde. Let's go. Nostalgie hier gerade. Und natürlich nicht zu vergessen, für den abgehobenen Flex mal wieder. der Fiji Water. So sieht's aus. Wir sind bepackt. Wir haben den Reispudding, die Banane, den Honigbeeren, den zeige ich euch später, und den Zimtteppich dabei. So durchgepumpt und dann wird der Kerle voll gemacht. Und mir kommt gerade richtig diese Nostalgie hoch, Alter. Letztes Jahr, selbes Wetter, selber Vibe. Ja, Mann. Alle Jahre wieder Arnold Classics, Baby. Auf ins letzte Training für die Saison. Ein letztes Mal kämpfen, Freunde. Ihr habt mich begleitet, die ganze Prep. Jetzt kommt es zum Ende, das letzte Training. Der ganze Schweiß, die ganze Anstrengung der letzten Wochen und Monate werden jetzt nochmal komprimiert in ein letztes Training. Und dann wird sich ausgeruht und wird der Showday genossen und enjoyed, Freunde. Let's go. Freunde, da sind wir wieder. Nachgefühlt. Warte, ich habe sogar genau 12 Minuten und 47 Sekunden. Haben es endlich alle ins Studio geschafft. Wir haben eine Rückenübung schon gemacht, aber ehrlich gesagt kein Nerv mehr, da jetzt zu warten, bis da alle irgendwie eingecheckt sind und so. Das ist halt das Studio hier. Ich habe es gerade schon in der anderen Video gesagt, vom
Rap One Kanal. Ist halt ein anderer Vibe hier drin. Ist auch was Cooles, aber ich bin auf jeden Fall sonst da drüben lieber am Start. Aber wir blasen jetzt nochmal Oberkörper durch. Wo ist dein Kopf jetzt? Irgendwo im Nirvana driftet der rum, Alter. Aber ja. Bist du jetzt schon beim Essen oder bist du jetzt schon auf der Bühne? Oder? Training ist man nie beim Essen. Finde ich so. Deswegen liebe ich es auch zu trainieren. Gerade in der Diät hast du keinen Hunger im Training. Wer im Training Hunger hat, der macht das falsch. Deswegen eigentlich gerade auch genießen, enjoyen. Wie gesagt, Training ist bei mir so eine heftige Liebe, Alter. Und zusammen mit Stefan sind alles Erlebnisse. Das preach ich ja immer. Es sind am Ende nicht unbedingt auch immer die Platzierungen, sondern die gemeinsamen Erlebnisse, die Erzählungen. Wenn ich dann in, keine Ahnung, 10 Jahren beim Stefan auf dem Balkon sitze mit einem Tequila Sunrise in der Hand, Alter. Und man sagt, vor 10 Jahren weißt du noch Arnold, was da und da abging. Die Woche war Die erste ever. ja, sowas ist, während man drin ist, beschissen für beide, aber im Nachhinein was geil ist. Deswegen bin ich auch glücklich, dass ich mit Stefan, mit Matze, dieses ganze Team so aufgebaut, beziehungsweise dass es so aneinander gecrushed ist, gerade wo ich Profi geworden bin, 2019, und der Weg jetzt bis zum Ende hin geritten und bestritten wird. So. Und das ist halt was Cooles, weißt du. Darum geht es auch oftmals. Also Team Outlaw, Baby. Ist das schon Routine für dich oder bist du immer noch seit dem letzten Tag? Du meinst jetzt das Training oder die Show? Gut, das letzte Training vor der Show. Also das Training ist pure Routine, da ist nicht viel Excitement, aber sonst wurdelt es halt in der Birne. Ja, wo ist der Kopf? So einfach grundsätzlich nervös, du weißt ja nie, was kommt, was passiert, du bist aufgeregt, du freust dich, du lebst mit. Mehr als wenn du selber oben stehen würdest, zum Teil vielleicht sogar. Guys, I don't need to introduce this guy. Guys, it's the Reno. What's up? The man. Champ right here. Yeah, he did the fan of this guy for he did the years. pizza. And now he's here in town. What do you think? He's fucking nutty, bro. He's deep peeled. Jesus Christ. Holy fucking shit, dude. I think that might be light out. Night, keep your booty hole tight. Ramon might be in a little trouble. We'll see. Bro, don't do anything stupid. Because you look fucking insane. Thank you, brother. Dude, I'll be there. Ja, geil, Alter. Das ist ein guter Homie. Mit dem war ich schon ab und zu im Podcast. Wir verstehen uns super. So, Freunde. Parkplatz-Starter-Paket. Jetzt gibt's Essen. Und wir haben 2 wichtige Utensilien, ohne die der Bär nicht überleben könnte. Zum einen, man möge ihn ausrollen. Den motherfucking Zimtteppich heute einmal mehr als an jedem anderen Tag, denn das Ding sorgt dafür, dass die Carbs da ankommen, wo sie sollen. Und nicht der Miracle Bear, sondern ab jetzt wieder der Honey Bear. Das Ding hole ich mir jedes Mal im Walmart, weil das ist so mein kleiner Glücksbringer. Das ist einfach ein Bär, ein Honigbär. Und dann dachte ich mir, wenn das funktioniert, wenn was im Muskel ankommt beim Miracle Bear, dann der Honig von dem Kollege hier. Einmal am Start den Reispudding mit Final und Banane, so wie ich das euch gezeigt habe.
man möge ihn ausrollen, Freunde. So, da wird heute nicht gespart. Und eine gute Portion Honig drüber. Jetzt, Freunde, gibt es die ersten Carbs. So 3 Days, Alter. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ehrlich gesagt. Und somit, Freunde, verabschiede ich mich aus dem letzten Entladetraining. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt Kohlenhydrate rein und Pump up that shit. Wenn ihr uns weiterhin auf der Reise supporten wollt, könnt ihr das bei ESN mit Code POLACO machen. Freunde, bei Vayu haben wir jetzt auch ein geiles neues Produkt am Start. Wir starten rein in die Health-Line und zwar mit dem Lipid-Produkt. Das Ganze ist gedacht für die Wettkampfathleten, um euer Cholesterinprofil zu verbessern und dementsprechend da euer Cholesterin auf ein neues Level zu heben. Und ja, wer sich dafür interessiert, kann gerne mal abchecken auf Insta und auf der Website. Da ist alles dazu genauer beschrieben. Ist auf jeden Fall eine geile Sache und die Gesundheit steht da auf jeden Fall auch erstmal in erster Linie bei der Healthline, die jetzt mit Vayu produziert wird. Ich freue mich umso mehr drauf, denn ich befinde mich bald in der Recovery-Phase nach dem Wettkampf und da werde ich die Dinge natürlich zunehmend auch zu der Wettkampfdiät mit einbauen. Dementsprechend, Freunde, so sieht's aus. Code POLACO könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Produkte bei ESN erwerben. Bei More Nutrition könnt ihr vorbeischauen und Code ALICE nutzen. Und damit sage ich ciao und einen guten Hunger nach Deutschland.